Also die Technologie, die es inoffiziell gibt, die ist ja viel, viel weiter als eigentlich alles, was man uns ja öffentlich sagt. Wenn man herausfindet, dass das mit den Raketen und all dem ja wie nur so eine Ablenkung ist, damit die Menschen das Gefühl haben, aha, ja, man erforscht ja was und da tut sich etwas. Hier eine Frage. In letzter Zeit höre ich immer mehr Berichte über den Wettkampf vieler Staaten zum Mond, zum Mars, Raketen, Weltraum erforschen, besiedeln, vom Mond aus den Weltraum beobachten. Es wird nach Planeten gesucht, die unserer Mutter Erde ähnlich sind. Da steht der Satz, Sie wissen und spüren wohl auch, dass sich unsere Erde verändert und verändern wird. Und sie stehen unter Zeitdruck, weil sich in den letzten Jahren die Zahl der Raketen und Testflüge so erhöht hat. Überall werden riesige Teleskope gebaut mit gigantischem Ausmaß und sie wissen mehr, als sie uns erzählen und zeigen. Siehst du das auch so und wie siehst du diese ganze Raumfahrtgeschichten? Also ich finde ja, das, was man uns so offiziell sagt über Raketen und das Universum und diese Raumfahrt-Geschichten, das sind für mich, also das kann man ja nicht wirklich ernst nehmen. Das ist wahrscheinlich alles irgendwo in einem Fernsehstudio gedreht worden. Also das ist für mich einfach das, was man der Öffentlichkeit halt sagt. Und also das hat ja überhaupt nichts mit dem zu tun, was man inoffiziell weiß. Der die Frage geschrieben hat, der hat schon recht, dass die mehr wissen. Und die verschweigen das halt und darum verkaufen die dann die Raketen und so den Leuten, das wäre das irgendwie das Einzige, was man hat und das funktioniert natürlich auch toll und also Was ist es denn deiner Ansicht nach, was da verschwiegen wird oder dadurch übertüncht wird? Was denkst du oder was kannst du also sie darüber haben sagen? ja, also die Technologie, die es inoffiziell gibt, die ist ja viel, viel weiter als eigentlich alles, was man uns ja öffentlich sagt. Wir leben ja in der Steinzeit und es wird halt verschwiegen und von der Bevölkerung ja zurückgehalten, weil man halt will, auch dass die Menschen abhängig bleiben und weil einfach zu viel Wahrheit rauskommt, wenn man herausfindet, dass das mit den Raketen und all dem ja wie nur so eine Ablenkung ist, damit die Menschen das Gefühl haben, aha, ja, man erforscht ja was und da tut sich etwas. Aber eigentlich ist es ja eine Ablenkung, weil man ist schon viel weiter und weiß schon viel mehr und das kann man gar nicht miteinander vergleichen. Also da habe ich jetzt mal zwei Fragen, wenn du sagst, also wir sind in der Steinzeit, da werden jetzt viele zu Hause sagen, ja, aber hallo, also guck mal, wir haben Autos und Kameras und Internet und also hallo, das hat doch mit Steinzeit nichts zu tun. Was meinst du damit? Dann sind wir halt im Mittelalter. Okay.
Und wie sähe denn dann für dich die Neuzeit aus? Ja, wenn man es einfach vergleicht mit dem, was ja da ist, im Hintergrund, dann ist es halt schon so, dass wir hier mit den Erfindungen, die wir hier haben, einfach total zurückgeblieben sind. Und dass das nicht ist, weil die Menschheit einfach nichts anderes erfunden hat, sondern weil die anderen Dinge einfach geheim gehalten werden. Und die werden halt dann im Geheimen genutzt. Also in den ganzen geheimen Programmen, die ja gewisse Regierungen da haben. Was wird denn da genau gemacht? Also worum geht es in den geheimen Weltraumprogrammen? Also das eine ist ja, dass die erforschen ja diese Technologie. Ich weiß jetzt auch nicht alles, was die da tun. Aber die machen ja schon lange auch Handel mit Außerirdischen oder mit Innerirdischen. Also die wissen einfach, dass die Menschen und die Tiere nicht die einzigen Lebewesen sind. Das wissen die schon ganz lange. Und den Menschen sagt man einfach, das stimmt alles gar nicht. Und die meisten glauben das ja auch. Aber in Wahrheit ist das ja schon ganz lange klar, dass es andere Wesen gibt und dass diese Wesen wissen, dass wir Menschen hier auf der Erde sind, aber dass die meisten Menschen auf der Erde nicht wissen, dass es diese Wesen gibt. Und darum finde ich, kann man das, was offiziell über Raumfahrt gesagt wird, einfach nicht ernst nehmen, weil es so weit entfernt ist von dem, was wirklich im Hintergrund da ist. Tja, das heißt, es stehen uns noch einige Überraschungen bevor, wenn wir mal erfahren, worum es eigentlich wirklich geht. Ja, also man kann ja auch selber im Internet nachschauen. Da steht jetzt zwar auch nicht alles drin und es stimmt ja auch nicht alles, aber es gibt genug Beweise, dass zumindest gewisse Regierungen seit Jahrzehnten oder so Kontakt haben mit anderen Wesen und dass das einfach bewusst geheim gehalten wird und dass die Austausch mit Technologie haben. Also das ist ja, man findet es halt nicht in den normalen Zeitungen und jeder, der sowas sagt, da sagt man gleich, der ist verrückt. Aber wenn man einfach nachschaut von dem, was es eigentlich gibt, dann merkt man schon, da ist schon länger was. Und es stellt halt einfach das Weltbild von den meisten Menschen auf den Kopf. Und darum wollen das viele einfach auch nicht wahrhaben. Aber wenn man offen ist im Bewusstsein, dann weiß man, dass es genug Beweise dafür gibt. Aber es ist nicht so, dass alle UFOs oder Raumschiffe von anderen Wesen kommen. Es gibt ja, also die Menschen oder zumindest gewisse Regierungen oder im Militär, die haben ja auch selber solche Dinge gebaut. Also ein Teil kommt auch von uns Menschen. Danke, Christina. Hier ist eine Frage, ob du siehst
dass zum Beispiel im Quantenmotor eine neue Lösung gefunden werden kann. Da gibt es jetzt ein Team an der Universität irgendwo, die gerade einen Quantenmotor entwickelt. Und was man tun kann, falls das jetzt wirklich erfolgreich ist, dass in Zukunft die Autoindustrie diese Forschung unterstützt und nicht als Bedrohung empfindet und dies nicht blockiert. Und ob das diese Quantenenergie, ob das diese Energie ist, von der du mal geschrieben hast, dass eine Energie hier auf der Erde ist, Raumenergie, aber noch nicht genutzt wird. Also ich kenne diesen Motor nicht. Ich kenne mich da zu wenig aus. Ach, Und also wenn es einen Motor gibt, der mit freier Energie funktioniert und der öffentlich wird, ich glaube, das passiert erst dann, wenn, also da müssen schon viele Lichtkräfte schon im System drin sein, weil sonst wird das nie passieren, weil dann werden die Leute ja unabhängig. Und das System, in dem wir leben, will das nicht. Das würde es nie zulassen. Sonst hätten wir schon lange freie Energie. Diese Erfindungen gibt es ja schon lange. Und ich denke auch der Motor, der jetzt da, ich denke, das ist ja nichts Neues. Das gibt es inoffiziell alles schon lange. wie siehst du denn dann den Weg dahin? Also es würde alles schon bereit liegen in Schubladen, es ist eigentlich alles schon da. Wie kommen wir jetzt dazu? Was kann man tun, um das zu fördern? Also im Großen auf der Welt, da muss sich das System ändern. Also so wie es jetzt ist, wird sowas nie öffentlich weit verbreitet. Und ansonsten kann man nur untereinander neue Dinge verbreiten. Also halt ohne die Unterstützung vom System. Man muss einfach schauen, wie das geht. Ich habe auch mal von jemandem gehört hier in der Schweiz, der hat einen Motor gemacht und der hat nachher aufgehört, weil er Morddrohungen erhalten hat. Also das ist ja auch nicht ungefährlich, sowas. Und also eben, man kann das nur untereinander, weil vom System Unterstützung, da muss sich zuerst noch was größer ändern. Also kann ich mir zumindest nicht vorstellen, dass das jetzt schon möglich wäre. Mir kommt jetzt gerade so die Frage entgegen, wahrscheinlich von den Zuschauern hier im Raum oder auch zu Hause. Was können wir denn jetzt tun? Was ist das Wirkungsvollste, was ich tun kann? Ich bin nicht der Typ, der zu Demos geht. Was kann ich denn tun? Ich will irgendwas tun. Was ist denn das, was ich jetzt beitragen kann, was wirklich dem mehr Schub gibt, was dieses Feld stärkt? Was kann ich tun? Also wir können uns untereinander vernetzen und halt auch gemeinsam schauen, was jeder tun kann, auch für was Neues. Es gibt ja schon viele solcher Gruppen. Und und was jeder Einzelne dann physisch tut, das muss auch jeder selber schauen. Weil jeder ist in einer anderen Situation und hat ja auch eine andere Aufgabe. Und das andere ist halt einfach in unserem Bewusstsein, dass man bewusster wird, dass man mehr aufwacht.
dass man wieder mehr mit seiner inneren Führung in Kontakt ist. Weil dann befreien wir ja auch unser Bewusstsein mehr aus diesen Manipulationen. Also man kann sagen, das Allerwichtigste, was wir jetzt zu tun haben, was eigentlich unsere Pflicht ist, ist, sich um uns selbst und unser Inneres zu kümmern. Tun wir natürlich alle auch, indem wir Christina zuhören und in ihrer Energie sind. Und es gibt wunderbare Menschen, die uns helfen, immer mehr in unser Bewusstsein zu kommen. Und ich glaube, das ist der größte Beitrag, den wir leisten können. Und du hast vorhin gesagt, zur Liebe gehört auch manchmal ein Nein. Und ich möchte nochmal betonen, für mich ist es total gut, immer mal wieder zu sagen, hey, nee, ohne mich könnt ihr so planen, aber nein. Und diesen Mut zu haben, das erstens mal sich selbst einzugestehen oder vielleicht auch mal in seinem Umfeld anfangen, darüber zu sprechen. Aber natürlich dort, wo es sich lohnt, weil wie Christina schon so schön gesagt hat vorhin, es ist zwecklos, jemanden überzeugen zu wollen. Man muss ein Gespür entwickeln, wo die Türchen schon ein bisschen offen sind und wo man sich einfach selber blaue Flecken holt, weil die Tür so zu ist, dass es nichts bringt, oder?